Der Film King Kong aus dem Jahr 2005 von Peter Jackson zählt mitunter zu den beliebtesten Filmen bei Monster, Kaiju oder auch Dinosaurier-Fans. Ja, ich meine, die Insel Skull Island beschert uns ja auch reichlich viele Kreaturen. Wie gesagt, sowohl Monster als aber auch prähistorische Dinosaurierwesen. Und eine von diesen Kreaturen ist mitunter die dir am meisten im Gedächtnis bleibt, wenn du diesen Film gesehen hast. Und ja, natürlich rede ich hierbei nicht vom großen King Kong, denn natürlich das große Hauptmerkmal von Skull Island ist. Nein, ich spreche hier vom sogenannten Carnictes Sordicus. Wenn du dich jetzt fragst, was für ein Ding, hast du vollkommen recht. Ich rede von dem Kollegen hier. Einer wurmartigen Kreatur mit scharfen Klauen vorne am Maul, die ihre Beute scheinbar in Massen lebendig in Stücke reißt oder einfach runterschluckt. Ja, der Carnictes Sordicus oder auch im Deutschen so viel wie der dreckige Fleischfresser ist quasi ein wahr gewordener Albtraum in Form eines gewaltig großen Parasitenwesens. Und ja, die Frage hierbei ist, was genau ist das wirklich für ein Vieh? Was ist der Carnictes Sordicus, der im Großen und Ganzen natürlich eine komplett fiktive Kreatur für den Film King Kong aus dem Jahr 2005 gewesen ist, aber trotz allem steckt da noch mehr dahinter. Was genau erfährst du jetzt hier in diesem Video? Wer oder was genau ist der Carnictes Sordicus? Legen wir gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Ihr Lieben, heute schauen wir uns eine der abartigsten Kreaturen aus dem Universum von Skull Island an, den sogenannten Carnictes Sordicus. Wie gesagt, zu Deutsch würde das Ganze so viel bedeuten wie der dreckige Fleischfresser. Viele von euch kennen Dinos wie Raptoren oder auch Riesenechsen, die sich auf der gesamten Skull Island Insel breit gemacht haben. Aber dieser gewaltige Parasitenwurm ist einfach, wir sagen mal, anders. Ich zeige euch hier in diesem Video, was Carnictes wirklich ist, woher er kommt, wie gefährlich er ist und warum er einfach perfekt für die düstere Welt von Skull Island funktioniert. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich würde am Ende des Videos gerne deine Meinung in den Kommentaren wissen. Beginnen wir erstmal mit der Grundfrage. Was ist Carnictes Sordicus? Der Carnictes Sordicus wird in den offiziellen Begleitmaterialien zum Film King Kong von Peter Jackson als Bloodworm-like Parasite beschrieben, also so viel wie ein Blutwurm-ähnlicher Parasit. Und ja, für einen Parasiten mag er etwas groß wirken, denn das Tier weist eine sportliche Größe von 2,1 bis 3,9 Metern in der Länge auf. Das Gewicht des Carnictes Sordicus wird auf 210 bis 400 Kilogramm geschätzt, also ebenfalls schwer genug, damit man sagen kann, so einen Parasitenwurm könntest du wohl sehr schwierig von deinem eigenen Körper herunterdrücken oder herunterziehen. Der Lebensraum des Sordicus sind die tiefen, feuchten Spalten und Schluchten im Inneren von Skull Island, genau da, wo wir ihn auch im Film das allererste Mal treffen. Er lebt also nicht unter den Dinos in der offenen Wildnis, sondern schön versteckt in höhlenartigen, sumpfigen Gewässern und in Anführungszeichen Matschgrund. Und jetzt habe ich hier eine Frage an euch. Was meint ihr, wie ernährt sich so ein gewaltiger, wurmartiger Parasit mit gewaltigen Reißzähnen vorne am Maul? Richtig, im Endeffekt einfach von allem, was in irgendeiner Form bluten kann. Der Carnictes Sordicus frisst sowohl Aas als auch verwundete und bei Gelegenheit auch einfach mal lebendige Beute, so wie wir das auch im Film King Kong sehen konnten. Der Carnictes Sordicus ist also kein typischer Dinosaurier, beziehungsweise auch einfach kein Saurier an sich, sondern ein gigantischer, wurmförmiger Räuber, der hier und da auch mal zur Jagd übergeht, wenn es denn wirklich nötig ist. Denn ja, tatsächlich kann der Carnictes Sordicus ebenfalls auch in den Angriff übergehen. Das heißt, dass er eben nicht einfach nur verletzte Beute oder auch Aas frisst, er kann tatsächlich sogar auf eine gewisse Reichweite jagen. Laut offiziellen Quellen zu King Kong von Peter Jackson ist der Carnictes Sordicus eine Art von Lauerräuber. Das bedeutet, das Tier agiert ähnlich wie auch ein Krokodil. Sollte eine potenzielle Beute zu nah an ihn herankommen, schnellt er nach vorne und packt seine Beute. Und ja, wir können ebenfalls festhalten, mit dieser Kreatur hat Peter Jackson definitiv das perfekte Monster für die perfekten Horrormomente tief unter der Erde von Skull Island geschaffen. Ein ebenfalls sehr wichtiges und auch sehr interessantes Thema ist die Frage,
was es mit dem Ursprung und der Mythologie des Canictes sordicus auf sich hat. Also, wie wurde aus einem Wurm so ein gewaltiges Monster? Laut dem Mythos von Skull Island stammen die Vorfahren des Canictes sordicus aus parasitären Würmern, ähnlich wie Bandwürmer, die im Verdauungstrakt großer Raubtiere leben. Irgendwann, als die Kreaturen auf Skull Island generell durch die Evolution alle ein bisschen größer wurden als, naja, herkömmliche Wesen, evolutionierten diese Bandwürmer logischerweise einfach mit, sodass sie auch außerhalb ihres Wirtes überleben konnten. Vermutlich als eine Art von Reaktion auf Umweltveränderungen oder das massenhafte Ableben großer Tiere. Ja, damit dieser Parasit überleben konnte, musste er sich zum einen an die größeren Tiere anpassen, plus eben auch noch dafür sorgen, dass er nicht mehr darauf angewiesen ist, in den Lebewesen selber zu existieren. Aus diesem Grund ist der Canictes sordicus eben auch genauso groß und kann außerhalb seiner Wirte existieren. Aufgrund dieser Evolution mussten sie natürlich auch ihre Heimat neu anpassen. Sie bevorzugten daraufhin warme, geothermal gespeiste Schlammgruben. Natürliche Überreste der, sagen wir mal, Abwasserkanäle auf Skull Island. Räume, in welchen organisches Material ständig herabfällt, genauso wie wir es auch im Film King Kong gesehen haben. Und ja, durch diesen Wandel wuchsen sie auf eine gigantische Größe und wurden zu räuberischen Aasfressern bzw. auch hier und da zu Lauerjägern. Der Canictes sordicus frisst nicht einfach nur Kadaver, sondern ist sogar dazu in der Lage, auch lebende Tiere zu überwältigen. Etwa sowas wie verletzte oder auch langsame Dinosaurier. Lasst uns jetzt nochmal die Lebensweise und auch die Gefährlichkeit des Canictes sordicus ein bisschen näher beleuchten. Die Canictes sind per se nicht schnell, eher schleppend und wurmartig, bis eben auf ihren schnellen schnappenden Angriff, ich habe es ja vorhin kurz mit dem Krokodil verglichen. Geht dieser Angriff allerdings daneben, dann hat der Canictes sordicus im Endeffekt Pech gehabt. Durch seinen massigen, schweren, wurmartigen Körper hat er wohl eher weniger die Chance, in schnellen Aktionen über längere Strecken der Beute hinterher zu eilen. Er ist also eher behäbig und langsam, aber dennoch gnadenlos und gefährlich. Aufgrund dessen, dass dem Canictes sordicus nämlich selbst sehr wohl bewusst ist, dass er nicht wirklich ein gefährlicher Jäger über lange Strecken ist, hat er mit der Zeit damit angefangen, in Gruppen zu jagen. Auch das sehen wir natürlich wieder im Film King Kong von Peter Jackson. Die Tiere umzingeln ihre Beute, halten sie zum Teil fest, damit andere das Blut der Beute aussaugen können, was wirklich ein ziemlich scheußlicher Tod ist. Sie haben keinen wirklich sichtbaren Kopf mit Augen oder klassische Gesichtsmerkmale. Ihre, in Anführungszeichen, Mundöffnung ist eher eine Bauchrachenöffnung. Deswegen wirken sie auch mehr wie so ein lebender, kriechender Magen, der sich nach Beute streckt. Also kurz zusammengefasst, da kannst du dir jetzt mal kurz Notizen zum Thema Canictes sordicus machen. Wer vor diesem Tier hinfällt, tot oder lebendig, wird wohl nicht mehr davonkommen. Canictes zieht das Aas quasi in einen Gewulst aus verschiedenen Canictes sordicus, sodass die Beute einfach festhalten können. Und gerade verwundete Opfer kommen aus diesem Gewulst auf gar keinen Fall mehr raus. In der Realität ihrer Welt auf Skull Island sind sie also ideale Kontrapunkte zu all den ikonischen Dinosauriern. Sie sind nahezu lautlose, extrem große Parasiten, die heimtückisch, aber schnell aus dem Schatten hervorschnellen können. Die erste und bekannteste und ich glaube sogar einzige Erscheinung des Canictes sordicus ist im Film King Kong aus dem Jahr 2005. In dem Augenblick, in dem eine Gruppe von Leuten von King Kong selber in eine gewaltige Geschlucht heruntergestoßen wird, nachdem dieser einen Baumstamm schüttelt, auf welchem sich die Menschen befinden. Ja, dummerweise fallen diese Menschen dann eben genau in diese Schlucht, in die neue Heimat der Canictes sordicus und die schlagen daraufhin auch relativ schnell zu. Und ja, wir können ihr Jagdverhalten sogar relativ explizit sehen. Wir sehen das schnelle Schnappen nach der Beute, wir sehen das Festhalten der Beute und ebenfalls auch das Blut aussaugen bzw. das komplett lebendig Herunterwürgen der Beute. Ja, diese Würmer greifen in großer Zahl an, wie eine Gruppe Tallerhuhns und schlingen ihre Beute dann einfach herunter. Und was genau hat sich Peter Jackson dabei gedacht, so einen gewaltigen, fleischfressenden Parasitenwurm in die Story von King Kong mit einzubauen? Naja, ganz einfach. Skull Island ist nicht einfach nur eine, in Anführungszeichen, Dino-Safari. Die Insel ist gefährlich, düster, unheimlich und sollte bestimmte Kreaturen beherbergen, die darauf schließen lassen, dass diese Insel ebenfalls bereits sehr alt ist. Und natürlich verstärkt der Canictes sordicus auch den Horroraspekt perfekt, den Jackson in diesem Film mit einbauen wollte. Er ist weder laut noch großartig majestätisch, sondern eher schleimig, heimtückisch und mysteriös. Laut Jackson also ideal für eine unterschwellige Bedrohung. Man sieht vielleicht zuerst nur einen Schatten, etwas Glitschiges im Wasser und dann beginnt der blanke Horror. Und ja, obwohl dir vielleicht der Name Canictes sordicus so nicht bekannt gewesen ist, denke ich mal, dass du, solltest du den Film King Kong von Peter Jackson gesehen haben, dass du diesen Wurm auf jeden Fall noch im Gedanken haben wirst.
Denn tatsächlich ist der Canictus sordicus auch ein gewaltiger Fanliebling von Kaiju, Monster und gerade auch hier von King Kong Filmen. Aus diesem Grund spekulieren Fans schon eine lange Zeit darauf hin, ob der Canictus sordicus auch in zukünftigen Projekten wieder auftauchen könnte oder ob es noch bestimmte andere Nebenmaterialien gibt, in welchen der Canictus sordicus auftaucht. Also stellen wir uns einfach mal die Frage, ob der Sordicus in zukünftigen Projekten wie Filmen, Serien, Comics und Spielen wieder auftauchen könnte. Die Antwort hier ist natürlich ganz klar ja. Und zwar gerade, weil er so anders und ebenfalls auch beliebt ist. In den Weiten des Internets gibt es sogar Spekulationen bzw. Behauptungen, dass Peter Jackson bereits einen weiteren Film, so etwas wie ein Spin-off, zu King Kong geplant hätte. Dazu habe ich jetzt zwar nichts Offizielles gefunden, allerdings ist die Story, die hierbei erwähnt wird, sehr interessant. Eine komplette Geschichte nur mit Unterwasserhöhlen. Ohne klassische Dinos, mit dem Canictus sordicus als Hauptantagonisten. Quasi so etwas wie eine Expeditionsgruppe, die auf Skull Island strandet und dann irgendwie in unterirdischen Höhlen versucht, vor einer Gefahr zu entkommen und dann eben den gesamten Film lang versucht, aus dieser Höhle wieder herauszukommen und dann mit Überflutung der bestimmten Inselhöhlen und auch dem Canictus sordicus zu tun bekommt. Ich muss sagen, offiziell oder nicht, aber das ist schon eine ziemlich geile Idee. Ob das noch einmal so umgesetzt wird in der Welt von Peter Jacksons King Kong, ist dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber hey, das Monsterverse versucht immer wieder weiter zu expandieren und ja, ich muss sagen, das wäre doch mal eine ganz geile Idee hier für eine schöne Miniserie. Okay, kommen wir jetzt hier zum Fazit. Der Canictus sordicus ist kein typischer Dinosaurier, wie sie vielleicht wirklich am präsentesten auf Skull Island vorzufinden sind. Er ist kein majestätisches Monster, auf gar keinen Fall, aber dennoch vielleicht das unheimlichste und ekelhafteste Wesen, das Skull Island zu bieten hat. Wenn man versucht, die King Kong Welt von Peter Jackson zu verstehen und sich mehr mit Skull Island beschäftigt, dann kommt man an genau diesem Gegner nicht vorbei. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr der Meinung seid, ich soll mich doch mal bitte hinsetzen und soll vielleicht mal so ein Pitch-Video für euch fertig machen, wie so ein Canictus sordicus Spin-off aussehen könnte, in welchem eine Gruppe von Forschern in irgendwelchen unterirdischen Höhlengängen strandet und dann mit genau diesem gewaltigen Parasit zu tun bekommt, dann schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich hätte zumindest Bock darauf, mich damit mal zu beschäftigen. Quasi ein Was wäre, wenn es wirklich so einen Film über den Canictus sordicus geben würde. Lasst mich also in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf hättet. Und wenn du jetzt noch Interesse an dem neuesten Leak zu Godzilla Minus Zero hast, habe ich dir hier gerade mal ein Video reingesetzt. Geh da gerne mal drauf, schau es dir an und lass mir hier auch mal deine Meinung zu diesem Leak in den Kommentaren. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Der Canictus sordicus ist ein gewaltiger Bandwurm, der ein bisschen aussieht wie eine Magenöffnung. Naja, der sieht eigentlich aus wie eine Rosette, an die du einen Schlauch dran geschraubt hast. Der sieht doch nicht aus wie ein Magen. Was für einen Magen haben die Leute denn, die das hier geschrieben haben? Ich finde, der sieht aus wie eine Rosette mit Gartenschlauch. Aber okay, also.